Willkommen zurück zu einem Update-Video. Wir reden heute über AMC, GME Beyond, FFAI, GNS, NIO, DGT und GDC. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich verwende die fraktale Methode. Erklärvideo, wie das Ganze funktioniert, hänge ich euch wieder ans Ende des Videos. Na gut, dann springen wir mal rein in AMC. Und heute mal wieder die ganze Geschichte. Einfach nur, damit jeder auf demselben Level ist. Ja? Wir fangen mit Makro-Tracking an. Dann schauen wir uns schnell das Micro-Tracking an. Wie schaut es für nächste Woche aus? Dann schauen wir uns noch an die 200er EMA. Und zum Schluss schauen wir uns nochmal die Price Brackets, also meine, an. Gut. Generell gilt, meiner Meinung nach, fangen wir für AMC jetzt gerade Fractal Nummer 3 an. Was bedeutet das? 2021 hat das erste geendet, von dem wir nicht alles gesehen haben. Seit 2021 bis heute war Fractal Nummer 2. Da sollten wir im besten Fall alles, das komplette Fractal schon gesehen haben. Naja, und jetzt würde dann Fractal Nummer 3 starten. Und im Prinzip gilt, es wiederholt sich jedes Mal, es wird nur größer und langsamer. Wenn wir uns jetzt einfach nur anschauen, was wir 2021 gemacht haben. Wir hatten unser V, zu dem Micro-Tracking kommen wir später, sind ausgebrochen. Sind dann wieder auf diese Trendlinie hier, wo wir ausgebrochen sind, zurückgefallen. Wir sind nicht nur zurückgefallen, wir haben auch eine perfekte 618 FIB Pullback gemacht. Dann haben wir dieses kleine Higher Low und diesen Krimskrams hier drin gemacht, bis wir dann Monate später zu unserem Allzeit hochgelaufen sind. Ja, und seitdem sind wir dann runtergefallen, die nächsten 5 Jahre. Was aber eigentlich nicht so wirklich verwunderlich war, weil wir haben das hier auch gemacht. Ne? Gut, wir haben also unser Top gemacht, unser Lower High, unser M und dann unser T. Ne? Für Leute, die mir schon länger schauen, ja, ich hatte unser T hier. Es passt hier aber besser. Ne? Ich wollte es nur schon länger ändern, nur es ändert fürs Tracking nicht. Es macht allerdings mehr Sinn für die bärische Alternative, sage ich nur gleich dazu. Aber für unsere bullische Variante haben wir unser Wie gefunden. Wir schauen uns dann auch noch ganz genau an, was dieses Micro-Tracking, was das für nächste Woche bedeutet. Fürs komplett rausgezoomte, was bedeutet das? Wir sollten jetzt dann Jänner 2021 wiederholen. Ja? Ich bin einer von den Menschen, die von einem 2-Part-Squeeze ausgehen. Ja? Ich habe absolut nichts gegen einen 1-Part-Squeeze. Ja? 1-Part-Squeeze würde bedeuten, wenn wir richtig liegen, wenn das hier unten fertig ist, schießen wir hinauf. Was würde das bedeuten? Ich gehe vom Mai, Juni aus. Das bedeutet 900. Ja? Das wäre unser absolut blödes, crazyes Price-Target. Ja? Warum? Weil es einfach diese Trendlinie ist. Ja? Und weil wir auch im Juni 2021 hier unseren Kopf dran geschmissen haben. Somit wäre das eine relativ logische Linie, wo man sagt, das wird das Top bei einem Ein-Part-Squeeze. Das bedeutet 890. Wenn wir keinen Ein-Part-Squeeze machen, naja, dann werden wir höchstwahrscheinlich 2021 wiederholen. Das bedeutet, wir rennen rauf, machen einen Pullback. Und diese rote Trendlinie hier wäre diese gelbe Trendlinie hier. In dem Fall dürfen wir diese Trendlinie nicht brechen, sondern werden hier wieder rejecten. Ja? Bedeutet, man kann, wenn wir das selber machen, mit der 618 FIB, ziemlich genau sich anschauen, wie hoch man gehen muss. Ja? Weil von unserem Low hier unten ziehen wir die FIB einfach nach oben, dürfen die Trendlinie nicht brechen, und wenn man sich hier anschaut, wo das ist, ja, dann wäre das ungefähr 135. Jetzt ist der Knackpunkt bei der Sache, weil
Wenn ihr ganz genau schaut, dann wäre die 618 hier erst im Dezember. Ich gehe aber nicht davon aus, dass dieser Pullback hier bis Dezember dauert. Genauso wie im Jänner 2021, wenn wir den Move machen, sollten wir hier öffnen und sagen wir maximal in 3 Tagen, wenn nicht am selben Tag wieder runterknallen. Was bedeutet das also, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Ende Mai schauen? Ende Mai wäre genau hier. Ja? Dann wäre das aber schon 300. Weil man muss es so hoch schieben, dass man nicht unter die 86 fliegt. Ja? Aber zu den Preiszielen kommen wir noch. Ist im Prinzip egal, es wird irgendwo in der Range. Zu den Preiszielen kommen wir später. Auf jeden Fall, wir machen unser Top, knallen wahrscheinlich sofort runter. Danach werden wir meiner Meinung nach diesen Bereich hier wiederholen. Ja? Dieser Bereich 2021 hat 120 Tage gedauert. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Teil hier kürzer wird. Ich gehe eigentlich sogar davon aus, dass das länger wird, wenn nicht das Doppelte. Ja? Also, wenn wir von Seasons reden, würde ich davon ausgehen, dass dieser Bereich bis nächstes Jahr Mai, Juni wieder laufen wird. Oder Jänner, wenn wir wieder von Jänner ausgehen. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass das hier, also der zweite Squeeze dann in diesem Jahr 2026 stattfindet. Könnt mich aber irren. Danach kommt der zweite Part. Dieser hier. Ja? Und in dem Fall, der sollte an dieser Trendlinie, zu dieser Trendlinie kommen. Ja? Wenn wir keinen Einbausqueeze machen, wird der zweite Part zu dieser Trendlinie laufen. Das sind dann schon echt wahnsinnige Nummern. Ja? Also 1300 wäre schon wahnsinnig. Ja? Somit, ja. Eine Sache noch, bevor wir ins Microtracking gehen. Das machen wir dann. Machen wir dann am Schluss mit der 200 EME. Jetzt schauen wir uns als erstes Microtracking an. So, ich habe ja am Freitag dieses kleine, wie soll ich es nennen, Alarmvideo gemacht. Ja? Weil ich habe euch ja, erstens habe ich es ja versprochen, ich poste was oder mache dieses kleine Video, bevor der Market schließt, um zu schauen, wo sind wir, wie schauen wir aus. Und die Sache ist halt, jetzt mit viel Zeit zum Erklären, es schaut einfach fantastisch aus. Was meine ich damit? So, hier alle unsere Squeezes. Ja? Alles einstündige Charts. Linke Seite natürlich der Chart von heute. Dann kommt der Chart vom Jänner 2021, dann der von 2024, dann der 2025. Ja? Wir haben gewisse Unterschiede drin. Ja? Zum Beispiel haben wir 2021 ein schönes High-Low gemacht, sind raufgelaufen, haben einen 0.5 Pullback gemacht. Ja? Jetzt sind wir einfach nur raufgelaufen, sind nur in die Nähe der 0.55 gekommen. 2024 sind wir ohne High-Low einfach rauf zu unserem A gelaufen, sind zur 618 runtergelaufen und 2025 haben wir ein großes High-Low gemacht, sind aber trotzdem zu unserem A raufgelaufen. Und hier in dem Fall sind wir auch nur in die Nähe der 0.5 gekommen. Was allerdings alle 4 Charts dasselbe haben, ist das High-Low. Jeder einzelne. Ja? Und dieses High-Low kennzeichnet sich aus, dass es in einem V&A, schauen wir uns gleich an, und in einer 786 FIB endet. Und naja, am Freitag haben wir unser V&A gemacht. Ja, weil das hier ist unser A. Und wir sind in der Nähe der 786. Somit, es sind alle Regeln. Da ist sogar Rowan Kitty gerade vorbeigelaufen. Ja, also wir haben V&A, wir haben alle Regeln eigentlich beendet. Das Einzige, ja, was man jetzt noch sagen könnte, ist, wir brauchen vielleicht noch 2 Cent drunter. Ja. Allerdings muss dazu gesagt sein, die 786 ist eigentlich nur dazu da, falls man das A nicht findet. Naja, und wir wissen, wo unser A-Boden ist und das ist hier. Wir haben es also gemacht am Freitag.
Somit für die absolut bullische Variante, es ist nichts mehr über. Ja? Es ist eigentlich nichts mehr über, als am Montag raufzuschießen. Ja? Deswegen auch das Video am Freitag. Somit, das ist die bullische Variante. Am Montag geht es ab nach oben. Ja? Zu den Preiszielen kommen wir gleich. Ob wir jetzt im Pre-Market vielleicht noch dieses kleine Fusselchen hier machen und dann nach oben schießen, ist scheißegal. Ja? Hauptsache, wir dümpeln hier nicht weiter rum oder gehen hinunter. Ja? Wir sollten nach oben. Ja? Die Alternative, falls wir am Montag, weil ich sage es immer dazu, mein Ziel ist eigentlich Freitag, also diesen Freitag, den 15. Ja? Und Ausbruch am 18. Aber das sind halt 5 Trading Days. Was machen wir in der Zeit? Die einzige Alternative dazu ist, dass wir am Montag weiter nach unten fallen. Ja? Weil diese bullische Alternative ist in dem Moment vom Tisch, sobald wir 1,41 berühren oder brechen. Ja? Wenn wir das hier berühren oder brechen, ist diese Version tot. Ja? Was kommt stattdessen? Stattdessen kommt das hier. Das hier war nur unser M. Wir fallen runter, werden wahrscheinlich bei der 0.5 bouncen. Das ist diese hier. Das wäre wie im alten Tracking 1,35, 1,34. Werden nochmal hochkommen. Das wäre unser T. Und fallen dann noch ein letztes Mal runter zur 0,6, 1,8 FIB. Ja, und machen dann das Higher Low. Ja. Wenn man es ganz schnell macht, ja, könnte man sagen, wir sparen uns das T, weil das T wird einfach in diesem Knife hier drin sein. Was auch immer die News dafür sein würden. Aber trotz alledem, ich meine, wenn wir das hier berühren oder brechen, bleibt uns keine Alternative. Aber wir haben, egal ob wir die große oder die kleine Version machen, eigentlich dafür keine Zeit. Ja? Ich habe das in den anderen Videos schon gesagt, dieses ganze Movement in eine Woche oder sogar in 2 Wochen zu packen, ist selbst für EMC verdammt sportlich. Deswegen gehe ich eigentlich nicht davon aus. Aber irgendwas müssen wir machen. Also entweder wir schießen wirklich am Montag hinauf, okay, oder wir machen das. Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Bevor wir zu den Price Targets und 200 EME gehen, weil ich das öfters lese, ja, weil viele, dasselbe wie mit GameStop zu 17 oder 15, weil viele sagen, wir gehen erstens weiter runter und machen ein Higher Low und gehen dann rauf. Ja. Erstens haben wir nie gemacht. Das wäre etwas so Unlogisches, dass es für mich untrackbar wäre und wir haben es nie gemacht. Somit ist es für mich absoluter Irrsinn. Zweitens, sollten wir 1,09 berühren, kann das nicht mehr A sein. Meiner Meinung nach werden wir dann hier auch nicht stoppen. Ja? Dann werden wir wirklich runtergehen, neues Allzeitlow. Und hier das nächste, falls wir das machen. Ja? Falls wir hier ein neues Allzeitlow machen, erstens 80 wird, glaube ich, meiner Meinung nach nicht der Stopp sein. Ja? Also wir werden dann locker 50, 40 Cent runtergehen. Und noch was dazu, weil diese Leute dann sagen, ja, wir machen 80 und dann squeezen wir. Nicht dieses Jahr. Ja, ihr braucht euch nur die ganzen Vergangenheiten anschauen. Ja, wirklich von 2021 bis heute. Mai, Juni war immer das Top. Es gab nicht ein einziges Mal, wo wir im Juli, Oktober, August, September, November, Dezember auch nur einen Squeeze hatten. Kein einziges Mal. Ich meine, jetzt könnten die Leute natürlich wieder daherkommen, ja, aber diesmal ist anders. Ja, Gott, also auf so eine Antwort kann ich keine Argumente bringen. Ja, also dann ist es einfach Glücksspiel und ja, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Ja. Wenn wir etwas noch nie gemacht haben, zu sagen, ja, diesmal ist anders, ja, okay. Ich meine, die Meinung kann man haben. Wie gesagt, alles unter 1,09 und für mich ist AMC zumindest dieses Jahr tot.
Dazu auch sei eins gesagt, wenn wir hier wirklich drunter brechen sollten, an einem Reverse Split geht nicht an einem Reverse Split vorbei, wenn wir das machen. Vielleicht überlebt AMC, kann ja sein, es muss nicht gleich bankrott gehen. Allerdings, dann steht halt ein 1:100 Reverse Split auf dem Table. Der AMC muss nicht sterben, damit das Play hier stirbt. Weil ganz ehrlich, ja, danach kann man es dann vielleicht wieder in einem Jahr spielen, aber die meisten Positionen von den Leuten sind halt tot. Bei einem 1:100 Reverse Split. Ja. Somit wäre das schlecht. Wie gesagt, wäre nicht mein Tracking. Ich kann mich natürlich irren, aber ich sehe es nicht. Ja. Gut, bevor wir zu der 200 zu den Preistargets gehen, noch eine Sache, weil die 200 EMA, ja, die tägliche, ist derzeit bei 209. Das letzte Mal, wo ich geschaut habe. Hier. Ja. Und viele sagen ja, und diese Theorie war ja immer, wir sind seit 2021 immer an der 200 EMA rejected. Bedeutet, wie 2021, wenn wir sie brechen, kommt hundertprozentig automatisch der Squeeze. Ja? Jetzt ist das eine gute Theorie. Ja? Und ich könnte auch sagen, jo, kann sein. Allerdings möchte ich euch was zeigen, was, wenn nicht. Ja? Weil wir haben nicht viel Platz. Ja? Hier 24-stündiger Chart. Das ist unsere 200 EMA. Ja? Ich mache die vielleicht ein bisschen dicker. Lass mich die ein bisschen dicker machen. Ist ein bisschen dicker. Und sie sitzt jetzt gerade bei 201. Das heißt, wir haben absolut keinen Spielraum. Null. Wir haben null Spielraum nach oben. Ja? Jetzt ist allerdings die Sache, das wäre nämlich jetzt meine dritte Version. Ja? Meine dritte Version ist, wir brechen am Montag aus. Weil ganz ehrlich, das High Low schaut fantastisch aus. Wir werden sogar die 200 EMA brechen. Wir werden auch irgendwas zu $3 oder sagen wir sogar irgendwas zu $5 marschieren. Aber das wird noch nicht das Squeeze sein, weil wir brauchen ja was bis Freitag oder bis Montag, den 18. Ja? Dazu habe ich ein Beispiel. Weil jeder sagt, AMC hat die 200 AM nie gebrochen ohne Squeeze. Ja? Und deswegen, wenn wir sie brechen, müssen wir squeezen. Stimmt nur nicht so ganz. Ja? 2024 haben wir sie gebrochen. Okay, das war ein Weg. Ja? 2024, Weg drüber und runter. Und es war, glaube ich, Pre-Market. Ja, es war Pre-Market. Somit, okay, geschenkt. Ja? Dann kann man sagen, das war hier eine Rejection. Ja? Hat nur eine Stunde gedauert, hat nicht gegolten. Gut, aber 2023 im Juli haben wir sie auch gebrochen. Und das war nicht nur ein Wick. Das hier hat einen Tag gedauert. Ja? 2022 im August haben wir sie gebrochen. Und das waren 19 Tage. 2022 im Mai haben wir sie gebrochen. Und das waren 4 Tage. Ja? Ich sag nur, dass ich bin auch der Meinung, die 200 EMA war wichtig, um das Fractal zu retten, unter Anführungszeichen. Ja? Wir durften nicht lange drüber stehen. Ja? Für einen Downtrend war die 200 EMA wichtig. Was passiert, wenn sie jetzt keine Rolle mehr spielt? Sage ich nur. Weil für mich ist ein guter Punkt dabei, dass sie jetzt einfach keine Rolle mehr spielt. Der große Unterschied zwischen jetzt und 2021 war, dass die 200 EMA verflucht viel höher lag. Ja? Wenn man das jetzt vergleichen würde, ja, dann würde die 200 EMA, wenn man es vergleichen würde mit 2021, ungefähr hier liegen. Ja? Aber durch diesen langen Downtrend liegt sie natürlich hier unten. Ja? Weil der große Unterschied hier ist, uns fehlt nämlich etwas. Ja? Hier ist 2021. Ja? Für die Makro-Position, also wo wir sein sollten, ist halt genau, wir sollten halt jetzt gerade genau hier sein. Ja?
oder um besser zu sagen, am Ende von diesem Higher Low. Ja? Der richtige Squeeze kam aber erst hier. Somit, aber die 200 EMA war halt hier. Im jetzigen Zustand, wenn man es jetzt vergleicht, ist die 200 EMA hier. Ja, sage ich nur. Somit, falls wir am Montag nicht wirklich raufrennen zu absolut blöden Zahlen, ja, aber gleichzeitig auch nicht runterfallen, bin ich fix davon überzeugt, dass wir das hier machen. Ja. Das bedeutet Jänner 15 bis Jänner 22. Irgendwas das. Und das wäre halt meiner Meinung nach der absolute Arschloch-Move. Ja, weil EMC wird halt raufrennen, ja, bis, keine Ahnung, Mittwoch, ja, irgendwas zwischen 3, 5 Dollar und dann wieder ein Pullback machen. Ja. Also wie viele Leute da aus Panik verkaufen werden, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Nur um dann am Montag, den 18., ja, dann den wirklich großen Move zu bekommen. Ja. Ist nur eine Theorie. Ja. Werden wir mal schauen, ob sich's bestätigt. Weil ich auch die Frage bekommen habe, wie würde der Squeeze ausschauen? Ja, genau so. Genau so würde er ausschauen. Wie lange würde er dauern? Naja, also normalerweise 1, 2 Tage. Mai hat auch nur 1, 2 Tage gedauert. Ja. Was würde danach passieren? Naja, ihr seht auch ganz genau, dass der Pullback, ja, und ich rede jetzt nicht von dem hier, ja, sondern ich rede von dem hier. Ja, der sollte auch in den 1, 2, vielleicht eine Woche darauf stattfinden. Ihr solltet sofort runterknallen. Ja. Somit Vorsicht. Eins sage ich auch dazu, ja, und das sage ich jetzt nicht aus Böswilligkeit. Egal, was wir machen, ja. Also wenn wir zum Beispiel am Montag das hier noch machen sollten, ja, also die nächste Woche, ja, dann werde ich darüber noch Videos machen. Ja, dann könnt ihr mich auch noch immer alles fragen, das wäre noch im normalen Tracking. Ja. Wenn wir am Montag, den 18., dann das hier machen, ja, mache ich noch immer normal meine Videos weiter, aber EMC wird nicht dabei sein. Und ihr könnt mir alle Fragen stellen, wie ihr wollt, aber ihr werdet, wenn ich so Fragen bekomme, was das? Soll ich jetzt verkaufen? Soll ich noch halten? Könnte es noch? Ich kann es euch nicht beantworten. Erstens kann ich es euch rechtlich nicht beantworten und zweitens kann ich es euch auch als, wie soll ich das erklären, als Mensch nicht beantworten. Ja, weil diese Bürde möchte ich mir nicht draufgeben. Wir werden jetzt gleich über die Preistargets reden, ja, aber ich möchte mir das nicht aufbürden, in einem Squeeze jemand zu sagen, nein, halte. Und dann knallen wir runter und der verliert alles. Oder nein, verkaufe besser. Und dann springen wir nochmal $100 hinauf. Ich glaube, das ist verständlich. Ja, nicht nur aus rechtlicher Sicht, sondern auch aus seelischer Sicht. Also in dem Punkt ist es euer eigenes Risk Management. Gut, jetzt zu den Price Targets. So, hier. Und ich sage das auch absolut eindeutig dazu. Das sind keine finanziellen Ratschläge. Das sind meine persönliche. Sie haben alle einen Grund, werden wir gleich darüber reden. Aber es ist kein finanzieller Ratschlag. Ja? Also ihr müsst euch eure eigenen zurechtlegen. Ja? Somit, als erstes, Preisziel Nummer 1. Ja? Das wäre die absolut schlechteste Variante. Ja? Sollten wir einfach nur hier hinaufschießen und irgendwo in dieser Range Rejection, ja, das bedeutet unter dem Mai Peak, ja, wieder umdrehen, wäre das sauschlecht, ja, weil danach kommt ein neues Allzeitloch. Ja. Das wäre einfach wieder die Rejection von dieser Linie. Denke ich nicht. Möglich ist es aber. Ja. Der Scheiß daran, ich habe das ja im letzten Video, wo wir über die Brackets drüber geredet haben, schon gesagt, es wird dafür keine Bestätigung geben. Im besten Fall gappen wir hier drüber und keinen interessiert. Ja, das wäre der beste Fall. Im blöden Fall rennen wir hier hinauf, Rejection, machen aber nur einen kleinen Pullback und gehen dann weiter rauf. Problem in der Sache ist nur, das wird euch halt keiner, ja, bestätigen können, ist das jetzt
War es das? Oder ist es nur ein kleiner Pullback? Ja? Keiner, also keiner, der nicht lügt, wird euch das bestätigen können. Natürlich wird jeder hier schreien, nein, halten, 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 halten. Ja? Und vielleicht haben sie dann recht und vielleicht auch nicht. Ja? Das ist das Problem. Ja? Und ihr werdet hier auch nicht wirklich Zeit haben. Ja? Also wenn wir das hier machen, dann geht das halt ganz schnell wieder runter. Ist halt ein Problem. Ja? Also im besten Fall springen wir drüber. Ja? Zweiter Punkt. Zweiter Price Point wäre hier. Weil hier unsere letzte Gap ist. Ja? Und dazu sei auch eins gesagt, wenn wir das hier machen, es wird für mich keinen Sinn ergeben, hier wieder umzudrehen, aber selbst wenn wir hier umdrehen, ja, das wäre ein typisches Signal, dass dieser ganze Chart endlich ins Bullische umdreht. Das ist ein typisches Trend Reversal. Ja. Für mich persönlich wird es keinen Sinn machen, hier nicht weiter raufzugehen, aber trotzdem. Ja. Also sollten wir hier öffnen, ja, und nicht weiter rauflaufen, für mein Risk Management wäre ich zumindest aus 40% meiner Position draußen. Ja, weil das lasse ich mir halt nicht entgehen. Preispoint Nummer 3 ist unser normales Ziel. Ja, also irgendwas zwischen 100 und 150. Das wäre mein Top. Mir ist egal, wo wir hier öffnen, ja, weil eins hat ja auch gesagt, als ich die Frage bekommen habe, wird der Hauptmove Pre-Market After Hours oder zur Hauptzeit stattfinden? Alle unsere Squeezes waren Pre-Market. Alle. Das Top war immer Pre-Market. Alle Squeezes. Ja. Also ihr werdet noch Zeit haben zu verkaufen, wenn der Markt öffnet, aber normalerweise ist da die Marktöffnung schon der Pullback. Ja. Somit sagen wir, wir öffnen bei 126, dann bin ich bei 90 Instant in Minute 1, ohne nachzudenken, 90% draußen. Ja. Ich lasse 10% oder sowas noch über für Runners, ja, um was Blödes vielleicht zu machen. Ja, aber ich bin 90% draußen. Ja, weil wie gesagt, der Pullback kommt schnell. Ja, und Price Target Nummer 4 ist einfach nur ein Part Squeeze. Was auch immer. Ja, also ganz ehrlich, sollten wir bei 800 öffnen, bin ich 100% raus, schalten Computer auf, ab und ole. Ja, weil wen interessiert es dann? Ja. Ein paar Sachen noch dazu. Wie schon gesagt, erstens, was auch immer wir hier machen. Ich werde an dem Tag, kann ich nicht auf irgendwas antworten. Tut mir leid, geht nicht. Nummer 2. Macht's euch, das habe ich im letzten Video schon gesagt, macht's euch einen Plan. Jetzt schon. Am besten vor Montag. Schaut euch eure Position an. Ja, staffelt sie auf. Ja, wo wollt ihr verkaufen? Ja, und ich rede nicht von einem, ich möchte bei 500 verkaufen. Nein, wirklich sowas Gestaffeltes. Ja. Denkt euch genau die Prozente aus, was ihr an den Punkten verkaufen wollt. Macht das auf dem, weiß ich nicht, iPad, Handy, Zettel oder was auch immer. Biegt euch das an den Bildschirm. Und dann an dem Tag arbeitet ihr das ab. Nicht nachdenken, keine Fragen stellen. Ihr arbeitet das ab. Ja? Weil ich garantiere euch, wenn wir diesen Squeeze machen, nicht alle, vielleicht haben wir ein paar absolut emotionslose Menschen dabei, aber die meisten würde ich davon ausgehen, dass sie wahnsinnig werden. Ja? Und genau das kann ein Fehler sein, sage ich nur. Ja, soll ich jetzt vielleicht noch ein bisschen halten? Geht es noch vielleicht ein bisschen? Nee. Macht euch einen Plan, euren eigenes Risk Management und arbeitet das ab, ohne nachzudenken. Ja? Sonst verliert ihr. Noch eine Sache dazu, vor allem für Leute mit Optionen. Ich meine, ihr solltet das eigentlich wissen, aber trotzdem. Dieser Tag wird Volatility drin haben. Ja? Vor allem bei Optionen werdet ihr Preissprünge drin haben von, weiß ich nicht, 50, 100, 200 Dollars sekündlich. Ja? Ich sage das deswegen, Stop-Losses werden euch töten. 100%. Ja? Erstens, ihr werdet rausfliegen.
Das klarerweise. Aber nicht nur das. Sagen wir mal, eine von euren Optionen ist $100 wert. Ihr habt einen Stop-Loss, keine Ahnung, bei 80. Ja? Und wir bekommen plötzlich einen ganz schnellen Weg nach unten. Dann wird euer Stop-Loss bei 80 getriggert. Im blödesten Fall verkauft ihr aber nicht für 80, sondern wegen dieser Volatility verkauft ihr dann eure Option für 20. Deswegen kein finanzieller Advice. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber Stop-Losses, meiner Meinung nach, werden euch erstens rausschmeißen, zweitens killen. Ja? Selbe ähnlich wie mit Shares, aber die Aktien werden nicht $100 springen. Also im Normalbereich nicht. Ja? So, aber auch da ist es gefährlich. Und das zweite ist, keine Marktorders. Auch Market Orders haben den gleichen Effekt wie ein Stop-Loss. Ja? Es kann sein, dass ihr, wenn ihr dann, sagen wir hier, eine Marktorder für 150 eingebt, ja? Kann es sein, dass ihr für 150 verkauft? Es kann allerdings auch plötzlich sein, dass ihr für 60 verkauft. Deswegen nur Limit Orders. Ja? Ich weiß, es ist stressig, ja? Und man muss vielleicht den Preis sogar nachrennen, ja? Aber wie gesagt, es ist nicht der erste Squeeze und ich habe das schon öfters gesehen. Kleiner Tipp dazu, ja, also für Aktien zum Beispiel, sagen wir, keine Ahnung, wir rennen im Pre-Market zu 150, ja, und wir sind 5 Minuten vor Eröffnung, ja, dann gibt es ja halt eine Limit-Order für 130 ein. Versucht's nicht, kein finanzieller Advice natürlich, versucht's nicht genau an dem Punkt zu verkaufen, wo ihr sind. Ja. Im blödesten Fall werdet ihr die ganze Zeit, oh scheiße, ich muss meine Order einnehmen, wir sind schon wieder 50 Cent drunter und schon wieder und schon wieder und schon wieder und wieder. Verkauft $10 drunter zum Beispiel, ja, damit die Order auch wirklich ausgefüllt wird. Ja. Auch kleiner emotionaler Ratschlag, ja, sollten wir das machen, arbeitet euren Plan ab und dann schließt TradingView, Handy oder was auch immer, wo ihr den Kurs verfolgt, schließt es und scheißt drauf. Ja? Schaut meinetwegen am nächsten Tag wieder rein, ja? Aber ihr habt den Trade abgeschlossen und geht's weg. Aus. Ja, dann kommt sie nicht einmal in Versuchung, wenn wir dann plötzlich, keine Ahnung, wenn wir dann plötzlich sowas machen und wieder rauf, dann kommt ihr gar nicht in Versuchung nachzukaufen. Scheiß drauf. Der Trade ist vorbei, indem wir hier in die Volatility verkaufen. Aus. Ja? Ich meine, könnt machen, was ihr wollt, aber danach lassen wir es mal abflachen, schauen wir mal, was passiert, ja, dann können wir es weiter tracken. Aber für den Tag ist nur ein Ratschlag von mir, geht's weg, freut's euch, tschüss, baba. Ja? Am nächsten Tag kann man wieder reinschauen, kann man wieder weiter tracken. So, bevor wir zur nächsten Aktie springen, nur eine Sache für meine Hater, ja, oder für Leute, wie kann das sein? Das kann doch nie passieren. Ja? Also Nummer 1, es ist 2021 passiert. Ja? Wir sind raufgelaufen 1200%. Okay? Somit kann nicht passieren, ist schon mal passiert. Ja? Und im Großen und Ganzen sind wir halt 3754% aufgelaufen. Ja? Kann nicht passieren. Gut. Daraufhin wird halt jetzt die Antwort kommen, ja, das war halt 2021. Es war ein anderer Markt, das funktioniert heute nicht mehr. Nee, okay. Dann schauen wir uns einfach mal Intel an, dieses Jahr. Ja, und zwar von April 2025 bis jetzt. Kann nicht passieren, oder? Und das ist nicht einmal ein Squeeze-Stock. Ja? Intel ist von $16 raufgelaufen zu 130. Vielleicht läuft es sogar noch länger. Kann nicht passieren. Gut, ist eine Aktie. Schauen wir uns Bayern. Kann nicht passieren. Seit März 2026 rennen wir wie die Hölle. Kann nicht passieren. Schauen wir uns MU an. Wir sind gelaufen von 57 und sitzen jetzt bei 750. Kann nicht passieren. Ja? Nur dazu gesagt, etwas ist unmöglich. Es kann nicht. Das würde den Markt killen. Ich meine, vielleicht killt es den Markt, ja, aber
zu sagen, es ist nicht möglich, ist halt ein bisschen, ich würde nicht sagen kleinkariert, aber man sollte vielleicht ein bisschen weltoffener sein, ist vielleicht wahrscheinlich auch das falsche Wort, aber das sind jetzt nur 3 Aktien als Beispiel, ja. Ich könnte noch andere zeigen. Somit, ja, es ist passiert, es kann passieren, es wird immer wieder passieren. Einfach nur dazu gesagt. Gut, dann springen wir gleich rein in GameStop. So, für GameStop eigentlich so ziemlich dasselbe. Ja, kann nicht passieren. Obwohl es schon passiert ist. Ja, ich meine, dazu muss man auch dazu sagen, das waren halt 20.000%. Kann nicht passieren. Und im April war es 730%. Kann nicht passieren. Ja. Aber fürs Makro-Tracking als erstes. Ja. Ob das jetzt wie ist, also Allzeit-Low oder Higher-Low, ich habe es ehrlich gesagt noch immer nicht rausgefunden, weil ihr könnt es mal selber probieren. Googelt den Scheiß mal. Ja? Ob jetzt April 2020 All-Time-Low war oder Higher-Low. Ja? Weil egal, wenn man es dreht und wendet, ja, wenn man es jetzt auf dem Nicht-Adjusten-Chart anschaut, dann war Februar 2003 lower. Manche Seiten, wenn ihr sie googelt, war auch 2003 lower. Manche, die anderen 50% sagen euch, es ist ein All-Time-Low. Katastrophe. Ja. Macht aber nichts. Für große Makro-Tracking macht das nichts. Das Interessante an GameStop ist, dass das Ganze hier wahrscheinlich unser super Makro Higher Low ist. Ja. Bedeutet, wir machen jetzt unser B, dann werden wir wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre wieder fallen, dann machen wir unser C, ja, irgendwann. Ja. Das kann dann wirklich blöde Zahlen hergeben. Und dann schließen wir das Ganze in einem Higher Low. Und das wäre einfach nur das Higher Low. Das ganz rausgesundete Higher Low. Danach kommt erst A, B, C. Ja. Ob es dann noch irgendwer spielt, ist halt die Frage. Vielleicht. Ja. Für die nähere Zukunftstracking. Ja. GameStop ist ich würde sagen, ein bisschen schwerer zu tracken als EMC, weil wir haben nicht so perfekte Landmarks wie EMC. Ja. Wir haben unser Wie. Wir haben eine Art Higher Low und dann sind wir hier einfach raufgelaufen. Ja. Dann hatten wir unseren Pullback runter bis April 2024, hatten wieder unseren Raufschuss und sind dann wieder gepullbackt. Das, was bei GameStop allerdings sehr signifikant ist erstens, wie der Squeeze funktioniert. Ja. Weil GameStop macht einen Einpart-Squeeze. Haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Hier und hier. GameStop schießt auch immer sofort runter. Schießt auch sofort immer runter. Auch interessant ist, dass GameStop immer einen 0.5 Pullback macht. War 2021 so. Und 2024 war es ein 618, aber es war trotzdem ziemlich der gleiche Pullback. Was kam danach jedes Mal? Naja, danach kam sofort der zweite Part von dem Squeeze, allerdings endet der immer in einem Lower High. Ja? Somit, ohne das Micro-Tracking, einfach nur das Makro-Tracking, was können wir erwarten? Wenn wir hier ausbrechen, können wir meiner Meinung nach erwarten, dass wir hier, erstens, wir werden nicht diese Trendlinie wieder hier brechen. Ich mache die ein bisschen fetter für euch. Hier. Wir werden nicht diese Trendlinie brechen. Ist dieselbe Trendlinie wie hier. Ja? Und höchstwahrscheinlich einen 0.5 oder einen 0.6 Pullback machen. Eins von den beiden. Ja? Bei 2021 war es 0.5, 2024 war es 0.6. Ja? Und in dem Fall ist unser Ziel 370. Ja? Das ist mein Preisziel. 370 bis, sagen wir, rauf zu 500. Irgendetwas. Natürlich weiß ich, dass irrsinnig viele sagen 5000, 1 Million, was auch immer. Ja? Ich kann nur von etwas ausgehen, was Sinn macht. Es ist ein Squeeze. Aber auch Squeezes haben Regeln. Für mich, ich kann mich da irren. Für mich ist diese Trendlinie unser Ende. Ja?
Diese Trendlinie geht von der IPO mit einem kleinen Ausbruch 2007, 2008. Es war unser Rejection in 2021, also irgendwas in dem Bereich, no financial advice, ist mein Preisziel für GameStop. Ja. Danach klarerweise ziemlich schnell wieder runter, noch einmal rauf, das wird dann das Lower High und dann werden wir meiner Meinung nach über Jahre wieder pullbacken. Ja. Selbe wie 2021 bis 2024 und dasselbe wie das kleine hier. Ja. Und danach kommt erst C. Ja. Somit, ich würde nicht halten. No financial advice. Was ist das Ganze jetzt? Ich habe ja schon gesagt, das Ganze ist unser Higher Low, das Makro Higher Low. Und im besten Fall war 2021 erst das A. Dann sind wir runtergefallen. Dieses hier, das Ding, was wir jetzt 2024 machen, ist nur das Higher Low, so ähnlich wie bei AMC, nur in verflucht groß, das Higher Low von diesem A. Und jetzt, im besten Fall, machen wir erst B. Ja? Dann 0.5 Pullback, weil es ist ja B. B macht normalerweise ein 0.5 Pullback. Und dann kommt C. Bevor wir zum Market, komm, machen wir gleich Market Tracking. Im Prinzip ist es ziemlich einfach. Es gibt nur zwei extrem bullische Varianten und eine Tod-Variante. Ja? Die zwei bullischen Varianten bedeuten einfach, ab Montag geht es nach oben. Ja? Die erste bullische Variante ist, AMC ist fertig, GME ist fertig, wir squeezen am Montag. End of story. Ja? Das bedeutet für GME, ja, wir gehen rauf 300, 500 oder, wenn man anderen Leuten glaubt, 5000. Ja? Die einzige Alternative für GME ist und AMC, wenn wir nicht diesen Montag gehen, dass wir unser altes Tracking noch immer machen. Das bedeutet, das hier ist einfach nur unser kleines A. Ja, das bedeutet, wir schießen rauf, ja, irgendwas 35 ist, wieder runter, ja, das wäre unser kleines B, nochmal rauf, kleines C bei 38 und das ganze Ding her wäre erst unser A. Ja, Pullback, Squeeze. Wie würde da das ausschauen? Wo wären wir? In dem Fall, wenn man sich 2021 anschaut, wären wir jetzt gerade hier. Ja? Und zwar August 2020. Ja? Und ohne jetzt irgendwen zu beunruhigen, ja, wenn wir es 1:1 machen würden, würden wir jetzt Monate hier hinauflaufen. Ja? Dafür hat aber AMC die Zeit nicht. Ja? Und dazu sei auch eins gesagt, 2024 haben wir das halt auch nicht gemacht. Ja? In dem Fall 2024 haben wir unser Higher Low gemacht, sind raufgeschossen und ab geht's. Ja, also im besten Fall vergleichen wir es einfach, dass wir das hier, ja, und ich rede von Mai 2024, also 3. Mai bis 9. Mai. Das sollte GameStop, ja, nächste Woche machen. Wenn wir nicht am Montag sofort gappen, ja, sollte das GameStop nächste Woche machen. Ja. Einfach deswegen, einfach nur, weil AMC hat keine Landmarks mehr. Es hat einfach keine Landmarks mehr. Ja? Also das wäre der Move für GameStop nächste Woche. Die Alternative, ja, über die ganze Zeit alle Leute reden, über 17 und 15 Dollar. Ich kann es nicht ausschließen, sage ich auch dazu. Ja? Und ich möchte es auch nicht ausschließen, weil jedes Mal, wenn ich irgendetwas ausschließe, passiert etwas Grauenhaftes. Aber die Sache ist die, wenn GameStop die 786 berührt, das bedeutet, wenn GameStop nächste Woche 21,31 Dollar berührt oder bricht, das ist scheiße. Ja? Weil, wenn wir das brechen, bleibt uns nur die gleichzeitig, dann stirbt der AMC übrigens auch. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dass das hier kleines T wird, nur von diesem M. Und das M hat hier erst angefangen.
Das bedeutet, das M muss erst beendet werden. Hier kommen die $17 zustande. Ne? Dann wäre aber erst M fertig. Wir brechen hier runter, kommen wieder rauf, werden an dieser Trendlinie hier wahrscheinlich scheitern. Das wird dann unser Makro-T. Und dann fallen wir noch weiter runter. Ja? In dem Fall würde ich sagen, unser V wird irgendwo bei 15,60 sein. Ja? Irgendwo hier oder ein bisschen drunter in dem Bereich wird unser V sein. Ja? Also 15,60 bis $11. Ja? Nur, ich habe das ja in dem vorigen Video schon gesagt, ich meine, wenn wir die 786 berühren oder brechen, ja, sage ich auch gleich dazu, ja, Transparency, ich shorte dann. Ja. Allerdings, das ist nichts, was kurz ist, sage ich auch gleich. Wenn wir diesen Move machen, ja, ist dasselbe wie für AMC, ist dieses Jahr Ende. Ja, also wir sehen nicht, wir gehen hier runter und dann squeezen wir. Nein. Wenn wir diesen Move machen, ja, dann machen wir hier dann noch unser Higher Low und irgendwann, hoffentlich nächstes Jahr, kommt dann erst das Squeeze. Das wird dauern. Ja. Und ich habe das ja im letzten Video schon gezeigt, die absolut bärische Alternative ist halt, dass Mai erst unser M war. Ja, oh gut, in dem Fall könnt ihr, also AMC stirbt, das garantiere ich euch, und GME geht zu $2. Und das dauert 5, 6 Jahre. Ja. Gehe ich absolut nicht davon aus. Nur einfach dazu gesagt, für was, weil ich habe wirklich ein paar Leute gesehen, die sich darauf freuen. Ja. Sie werden jetzt GameStop runtershorten und dann im Juli, Oktober squeezen wir. Warum auch immer. Also ich sehe das absolut gar nicht. Das für mich wäre 21,32 ein No-Go. Absolutes No-Go. Aber andernfalls, wir sollten etwas nächste Woche sehen. Egal was. Ja, ich glaube, also zur Seite gehen wäre komisch. Zur Seite gehen wäre komisch. Ich möchte wirklich eine Entscheidung sehen. Rauf, super. Runter, scheiße, aber es wäre auch eine Antwort. Ja, somit Hero or Zero, würde ich sagen, oder? Übrigens, hier gelten dieselben Regeln. Ja, also wegen No Financial Advice, Stop Losses, falls wir den Move machen, auch hier, wie gesagt, kann ich euch nicht sagen, wann ihr verkaufen sollt oder nicht. Für Price Targets, erstens, ich habe für GameStop nur eine kleine Position für die nächsten 2 Wochen, ja, weil ich spiele hauptsächlich AMC. Ich habe halt für Level 30 ja, Optionen für die nächsten 2 Wochen. Und für GameStop habe ich nur ein Ziel. Ja, und für GameStop ist mein Price Target 300 bis 500. Ja, da gibt es nichts dazwischen. Ja. Es macht nämlich nichts dazwischen Sinn. Ja. Und es ist auch einfach nur ein Move nach oben. Ja. Und auch hier, ihr seht hier unten, ja, Pre-Market, 4 Uhr in der Früh. Ja. Das Ding wird einfach, wo auch immer sein Top ist, öffnen. Punkt, aus, Ende der Geschichte. Ja. Okay, nächstes ist Beyond. Ich habe versucht, ein bisschen aufzuräumen. Ja, also zumindest alles, was nicht sinnvoll ist, zu löschen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Heute auch wieder die ganze Geschichte. Beyond hat seine IPO angefangen in dem letzten Run zu seinem C. Ja, also wenn man sich das so vorstellt, dann war halt das hier der unsichtbare Chart davor. Ja. Und auch dazu sei gesagt, wegen Synchronisation zu AMC und GME, wenn man sich das ganz genau anschaut, Beyond hatte seinen Peak 2019. Ja. Im Jänner 2021 hat Beyond schon sein Lower High gemacht. Ich sehe also nicht wirklich eine Synchronisation. Wenn man sich jetzt noch anschaut, wo ist Mai 2024? Hier ist Mai 2024, das war dieses kleine Ding hier. Also ich sehe nicht wirklich Synchronisation mit AMC. Kann Beyond mit AMC und GME laufen? Ja, wie so einige andere Aktien auch. Muss es das machen? Nee.
Ja? Also für Beyond würde ich einfach sagen, es macht sein eigenes Ding. Ja? Gut, dann hatten wir unser M, unser T. Ich bin noch immer ziemlich davon überzeugt, dass Oktober 2015 auf 25 unser All-Time-Low war und seitdem haben wir unser Micro-High-Low gemacht. Auch dazu sei gesagt, ich gehe davon aus, dass April 2026 das Ende von dem High-Low war. Ja? Bevor wir ins Micro-Checking reingehen, unser nächstes rausgezoomtes Ziel, ja, und ich stehe noch immer dazu, ist unser A. Wenn wir nicht was Dummes machen, ist es unser A. Das bedeutet irgendwas zwischen 15 und 43. Und noch immer Juli, August. Dann ein Pullback zur Trendlinie, rauf zu unserem B. Das B muss über M sein oder in der Nähe davon, also irgendwas zwischen 43 und 100. 0.5 Pullback, rauf zu unserem C. Ob das jetzt das Allzeit hochbricht oder nicht, wer weiß. Einzige Sache dazu sei nur gesagt, ja, wir haben nie gesehen, wie A und B, das Makro A und das Makro B ausgeschaut hat. Wissen wir nicht. Das Einzige, was wir gesehen haben, ist, wie ein Teil von dem B-Move ausgeschaut hat. Also Teil von dem haben wir hier gesehen. Ja. Auch wissen wir, dass eigentlich bei jedem großen Landmark, bei unseren großen Buchstaben, es ziemlich verflucht schnell nach oben geht. Ziemlich geradlinig. Ja. Deswegen, ja, noch immer wir unten fertig sind, wir könnten auch was Dummes tun. Ja, sonst würde ich es nicht sagen. Bevor wir ins Micro-Checking reingehen, weil ich ja die Frage bekommen habe, können wir den Goalpost immer weiter hinausschieben? Und meine definitive Antwort ist nein. Ja, das biegt. Ja, das biegt einfach. Die Sache ist nur, ich hatte hier, ja, Mai, Juni stehen. Ne? Die Sache ist nur dieses Mai, Juni hier oben war, wie wir das hier getrackt haben. Ja? Dieses Mai, Juni ist in dem Moment gestorben, weil das hier war unser früheres kleines Higher Low. Ja? Dieses Mai, Juni ist in dem Moment gestorben, wie wir dieses Higher Low hier zerstört haben. Nein, dieses Higher Low. Entschuldigung. Das hier war früher unser V. Und das war unser Higher Low. Und in dem Moment, wo wir hier drunter gebrochen sind, hat Mai, Juni nicht mehr halten können. Das war die einzige Änderung hier an dem Chart. Ja? Weil dieses Mai, Juni oder jetzt dieses Juli, August bezieht sich auf diesen Peak und das Low. Das Mai, Juni hat sich auf dieses Peak und dieses Low bezogen. Wenn dieses Low bricht, kann dieses Datum nur falsch sein. Somit kann dieser Goalpost verschoben werden? Nein, weil die einzige Möglichkeit, um diesen Goalpost zu verschieben, ist, indem wir dieses Low hier, das bedeutet April, wieder berühren und brechen. Dann verschiebt sich dieser Goalpost. Ja, nur, und das sage ich auch eindeutig dazu, dann ist dieses Play für mich auch vorbei. Weil, wenn wir dieses Low hier nochmal berühren sollten, ja, bevor wir ins Micro-Tracking reingehen, das hier ist unser kleines A. Ja, das kleine A auf dem Weg nach oben. Dieses kleine A darf unter keinen Umständen so tief gehen, dass wir zu 57 Cent gehen. Wenn wir das hier machen, ja, dann ist das hier nicht A, dann ist das nicht einmal T, dann ist das M. M von dem hier. Das bedeutet aber auch, wir werden auch runtergehen und das Allzeitlow brechen. Das bedeutet wiederum, dass das hier nicht Higher Low ist, sondern dass das hier T ist. Und das bedeutet, meine lieben Freunde, wir gehen wirklich tief runter. Und dann werden wir entweder bankrott gehen, delisten oder reverse splitten. So einfach ist das. Es gibt kein Wenn und Aber dann. Ja? Wie gesagt, deswegen biegt Juli, August für unser bullisches Tracking. Wir haben bearisches Tracking, ja, aber wie gesagt, das zerstört das Ganze. Und dann solltet ihr schon längst nicht mehr drinnen sein, meiner Meinung nach. Somit fürs Micro-Tracking. Ja?
für die bullische Version. Schaut auch das verdammt gut aus. Allerdings muss ich eins dazu sagen, ich habe das ja auch am Freitag schon gesagt. Meiner Meinung nach, was habe ich gesagt? Wir werden hier ein bisschen raufgehen. Hier am Freitag, wir werden hier ein bisschen raufgehen, mit Checks schnell runterfallen. Und was haben wir gemacht? Wir sind runtergefallen. Ja. Fürs Microtracking, ja, wenn man sich hier nur dieses M anschaut, dieses M ist noch nicht fertig. Ja. Dieses M muss hier drunter fallen. Wir reden hier von 80 Cent. Ja. Nur um das M zu beenden, müssen wir hier drunter, werden nochmal raufkommen. Ja. Das wäre unser T. Und dann müssen wir noch einmal runter. Meine Bounce, wir müssen auf jeden Fall unter 77 Cent. Unter unser V an der A. Ja. Oder einfach nur, wenn man es ganz einfach sehen will, wir müssen auf dieser Linie hier bouncen. Ja. Auf der Linie von, was ist das? Von Dezember 2025 über Februar 2026 mit unserem Ausbruch April 2020. Ich meine, es gibt eine ganz kleine Chance. Ja. Ganz kleine Chance, wo wir sagen könnten, dass das Ding hier unser Higher Low ist. Wie bei EMC. Ja. Viel zu hoch gelaufen. Viel zu hoch, weil wir haben auch M gebraucht, aber wenn es EMC macht, warum nicht Beyond auch. Allerdings für Beyond habe ich kein Beispiel. Ja, also für AMC haben wir 2021, 24, 25. Für Beyond habe ich das Beispiel nicht. Ja, somit kann ich nur von normalen Tracking ausgehen. Allerdings sah auch eins dazu gesagt, ich gehe von dem hier für Freitag aus. Also das hier will ich am Freitag, dem 15. Mai sehen. Also im besten Fall, ich meine, wir reden hier von was? Wir reden hier von 4%, das legen wir locker im Pre-Market hin, dann laufen wir bis Mittwoch rauf und kneifen dann runter. Das ist für Beyond wäre das noch möglich. Ja. Und was passiert danach? Ja, bevor wir für danach sprechen, zu unserer No-No-Linie nochmal. Ja. Wie gesagt, wenn das hier unser Low ist, wir dürfen unter keinen Umständen 70 Cent berühren. Das wäre schlecht. Ja. Deswegen meine ich, wenn wir irgendwas machen und hier runterfallen und 70 Cent brechen, ist das nicht A. Für Higher Low sind wir aber zu hoch. Somit 70 Cent bedeutet, das wird M. 70 Cent bedeutet für mich kein finanzieller Advice. Wir sind im Arsch. Weil wir werden Allzeitlow brechen, wenn wir das tun. Ist mein Tracking und ich bin komplett raus, wenn wir das tun. Ja. Könnte falsch liegen, aber ja, also das wäre für mein Tracking der Tod. Wenn nicht, wenn wir bei unserem bullischen Tracking stehen, sage ich noch einmal, alles über 1,15, egal was wir hier unten gemacht haben. Scheißegal, ob wir das abgeschlossen haben oder nicht. Alles über 1,15 ist bullish. Alles über 1,55 ist Bestätigung, wir gehen hinauf. Was wäre was würde dann danach kommen? Also entweder, habe ich ja im letzten Video schon gesagt, oder im vorletzten. Wir können jedes Mal, wenn wir einen Buchstaben abgeschlossen haben, etwas Dummes tun. Das bedeutet, wenn wir das hier bis Freitag machen, können wir einfach senkrecht nach oben schießen. 15, 40, 150, 200, was auch immer. Ja? Wenn wir es langsam machen, ist unser nächstes Ziel danach B. Ja, kleines B. Und kleines B wird auf dieser Trendlinie sitzen. Das bedeutet 5, 6 Dollar. Irgendwas in diesem Bereich. Danach machen wir wieder einen 0,5 Pullback von unserem A-Low hier unten. Ja. Wenn dieser Pullback hier fertig ist, können wir wieder was Dummes machen. Ja. Wenn wir nichts Dummes machen, ja, und wieder langsam hinaufgehen, ist unser nächstes Ziel C, was aber schon unser Makro A ist. Ja. Und dieses A kann halt, wie gesagt, zwischen 15 und 43 sein. Dazu sei allerdings jetzt eins gesagt, wenn wir hier wirklich, also sagen wir mal, wurscht wie, also ob wir jetzt hier hinaufschießen schnell
oder ob wir hier langsam hinaufgehen. Wenn wir mit diesem Move hier nicht über 43 gehen, also irgendwo in diesem Bereich hier sein, eröffnen, ja, oder langsam rauflaufen, ja, der Pullback hier, der wird länger dauern. Sage ich noch einmal. Diese Pullbacks hier dauern Tage, Wochen, ja, maximal. Der Pullback wird Wochen, Monate dauern. Ja. Jeder unserer Buchstaben, hier, T zu All-Time Low, 597 Tage. Von unserem Peak zu unserem Low jetzt, 168 Tage. Von M zu T, 543 Tage. Von unserem L zu unserem M, 469 Tage. Von unserem C zu unserem, ja, selbst wenn wir das hier nehmen, 234 Tage. Ja, also der Pullback wird länger dauern. Das ist ein Hauptbuchstabe. Die Pullbacks werden länger dauern. Meine Meinung nach. Könnt mich hier, sage ich noch. Können wir dann schauen, wenn wir endlich das Peak haben. Aber das wird länger dauern. Aber im Großen und Ganzen schaut Beyond super aus. Was auch immer die News sein werden. Wen interessiert es? Hauptsache es geht nach oben. Kleines Update für FFI. So, wie immer, meine verhasste Aktie. Heute wieder das Ganze. Ja. FFI hat eigentlich ein ziemlich scheiß Fractal hier am Anfang bei seiner IPO gehabt, aber dann war sein C alter hoch und seitdem, und zwar 2021, und seitdem sind wir runtergefallen. Ich meine, jetzt kann man dazu sagen, dass FFI mit AMC und GME gelaufen ist. Somit, vielleicht haben wir die Chance dazu. Dann Lower High, Midpoint, T. Und im bullischen Tracking muss April 2026 unser All-Time Low sein. Es muss. Ja, kommen wir gleich dazu. Was auch immer wir jetzt hier unten machen, nächstes Ziel ist $4 für A und $151 für B und dann brechen wir 200.000. Ja. Nein. Die Sache ist die, wir haben schon 3 Reverse Splits. Ja? Deswegen, ohne einen Forward Split werdet ihr diese Linie hier nicht brechen. 153 wird das Maximum sein. Ja? Wenn es darauf geht. Ja? Aber nicht drüber. Ihr werdet keine Aktie für 200.000 oder sonst was sehen. Nein. Wenn wir einen Forward Split machen, kann das Fractal hier raufgehen. Ja. Aber ohne Forward Split, nein. Nie im Leben. Ja, hätte ich nicht ein einziges Mal gesehen, kann mich irren, aber mit diesen 3 Reverse Splits, nee, keine Chance. Was wir allerdings machen können, ist, wenn ihr euch die Movements anschaut, die FFI immer gemacht hat, bis auf das letzte T hier, dann waren die immer vertikal. Und wenn wir uns die IPO anschauen, und zwar die hier, dann könnte man sagen, dass irgendwo hier drin das Higher Low war und wir vielleicht zu A raufgelaufen sind. Das wäre unser A. Pullback Squeeze. Ja? Ich gehe also bei FFI nicht davon aus, wenn wir bullish sind, dass wir wirklich diese Pullbacks sehen. Vielleicht A, vielleicht. Aber im Prinzip sollten wir diese Pullbacks nicht sehen. Bestes Beispiel meiner Meinung nach ist hier M, ja, weil das hier war eindeutig, wir haben hier ein V gemacht, ein Higher Low und nachher sind wir raufgelaufen. Bumm. Wie viel war das? Übrigens, auch hier, geiles Beispiel. Ja, ist heutzutage, weil das war hier 2024, nicht mehr möglich. Ja, 9.000%. Jetzt zum Market Tracking. Ja. Die Sache ist die, ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass auch FFI bis Freitag fallen wird. Wir hatten unsere Chance. Ja, wir hatten hier unsere Chance, dass das Ganze einfach nur kleines B ist und wir hinaufschießen. Ich habe aber damals schon gesagt, dass ich eher sehe,
dass das hier unser M wird. Meiner Meinung nach war das hier die Bestätigung, dass das nicht B ist, weil wir sind einfach zu tief gefallen. Ja? Weil als B dürfen wir die 786 nicht berühren. Und das hier war jetzt unser T. Ja? Jetzt habe ich gehört, dass der SEO irgendwas bla bla sagen wird am Sonntag auf YouTube. Was auch immer. Keine Ahnung. Mein Haupttracking ist noch immer, nächste Woche knallen wir runter. Und wir müssen uns eigentlich beeilen. Wenn dieses Ding mit AMC rennen sollte, ja, also am 18. Mai, ja, also dann müssen wir zumindest 33% runterknallen. Ne, bis Freitag. Ich sage jetzt, das ist absolut möglich, weil wenn wir uns das hier anschauen, dann sind wir in 4 Tagen 32% runtergeknallt. Sage ich nur. Also wer jetzt auch immer sagt, das ist viel zu viel, nein. Unser V an der A ist hier bei 27,43. Ja. Unsere 786 ist hier bei 25,90. Ja. Also bis Freitag hier runter und das halten, wäre bullish für mich. Ja. Danach können wir squeezen. Ja. Eins sei auch dazu gesagt. Wenn wir 20 Cent berühren oder brechen, ist es für mich persönlich aus. End of Story. Ja, dann wird das hier T und diese Aktie geht bankrott, Reverse Split oder delistet. Ja. Das ist die letzte Chance für FFAI, um dieses High-Low zu halten. Alles andere nachher ist vorbei. Ja. Noch kann man Hoffnung haben. Weil wir über FFAI geredet haben, schauen wir uns auch ganz schnell GNS an. Weil GNS sitzt in der absolut gleichen Situation wie FFAI. Ja. Auch hier müssen wir uns A und B vorstellen. Die IPO war einfach das Peak, drunter geknallt sind wir. Lower High, Midpoint T. Und die einzige Möglichkeit, dass diese Aktie überlebt, ist, dass April 2025 unser V war. Und dass wir seitdem unser Higher Low machen. Ja, das schauen wir uns gleich an. Nächsten Ziele sind 6,67 für unser A, 84 für unser B und dann Allzeit hochbrechen oder nicht. Auch hier hatten wir einen Reverse Split. Allerdings war es nur ein kleiner. Also für mich persönlich wären auch diese Preise noch möglich. Ja. Auch sei dazu gesagt, es gibt keine Optionen. Ja. Es gibt nur Aktien, weshalb ganz blöde Moves, weil ich werde euch dann noch ein anderes Beispiel zeigen, aber zum Beispiel HKT, ja, also AMT Digital, ist ohne Optionen 16.000% gelaufen. Ja. Somit Aktien ohne Option Chain dahinter können wirklich was Dummes tun. Auch hier sei dazu gesagt, auch hier haben wir die Moves, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass wenn diese Aktie bullish trackt, dass wir diese Pullbacks hier nicht sehen. Ja. Wann auch immer wir fertig sind, können wir einfach so nach oben schießen. Ja. Sie klagen gerade Citadel, das wird also die News sein. Ja. Entweder sie gewinnen, dann ole, oder das Fractal ist wirklich bearish und sie werden verlieren. Ja, ist einfach so. Für unser Higher Low hier. Ich habe eine Position, habe ich hier gesagt, habe ich hier in den Videos gezeigt. Ich habe hier, hier, ja. Ich habe hier gekauft, weil hier waren wir V&A und wir sind unter der 786. Ja. Nur war das hier, wie man es jetzt eindeutig sieht, nicht unser Higher Low. Ja. Bei GNS mag es einen zu verarschen. Ne? Das hier war eindeutig unser T. Jetzt ist die Sache die. Es gehen langsam die Landmarks aus. Ja, also wir müssen hier unser V finden. Ja. Wenn wir jetzt hier unser V finden, können wir was Dummes tun oder wir müssen noch unser Higher Low dranhängen. Und dann können wir was Dummes tun. Ja. Für GNS sehe ich keine Verbindung zu den Memes, ja, weil erstens, es hat erst nach den Memes wurde es erst erfunden. Im Mai 2024, wo sind wir da?
Ja, hier ist Mai 2024, war das dieser kleine Blip und Mai 2025 sind wir runtergefallen. Also äh, Synchronisation mit AMC und Jimmy sehe ich hier absolut gar keine. Ähm, deswegen, es kann mit den Memes laufen, muss es aber nicht. Ja? Aber es ist ein Shareplay, somit Stress hat man hier nicht. Einzige Sache ist nur, ich habe das ja auch schon bei den letzten Videos gesagt, ich habe hier gekauft. Ich bin noch immer drin. Mein Stop-Loss ist allerdings auch hier, wie bei FFAI, 20 Cent. Die Berührung von 20 Cent oder das Brechen und diese Aktie ist tot. Entweder ein massiver Reverse-Split oder OTC oder Bankrott. Ja. Selbe Ding. Wenn wir hier brechen, wird das erst T. Wir knallen runter unter 10 Cent wahrscheinlich und diese Aktie ist tot. Ja. Deswegen, alles über 20 Cent ist bullish, alles unter 20 Cent ist fucking bearish. Noch schaut super aus. Schauen wir, was daraus wird. Okay. Dann schauen wir uns noch ein wirklich dummes Play an, bevor wir uns zitieren. Und das ist GDC. Ja? GD Culture Group Limited. Ich meine, es ist irgendeine Finanzfirma. Es spielt ja auch keine Rolle, ist absolut wurscht. Und ich sage auch eins dazu. Das hier ist dieselbe Kategorie wie HGT. Ja? Es ist kein, wie sage ich das, ernst gemeintes Play. Ja? Es ist so eine Art YOLO. Ja? Wenn man sich das jetzt anschaut, weil ich habe das nur zufällig auf Twitter gesehen, wo sich Leute darüber aufgeregt haben, dass diese Knife hier stattgefunden hat. Ja? Ich meine, diese Aktie ist von Mittwoch bis Freitag von 8 Dollar runter auf 14 Cent geknallt. Ohne News. Ohne Stop. Es ist einfach 100% runtergeknallt. Ohne irgendwas. Ja? Weil die News halt wurscht sind. Wenn keiner drauf schaut, braucht man auch keine News schreiben. Ne? Wenn ich allerdings sowas sehe, denke ich mir nicht, scheiße, was auch immer, Bankruptcy. Nein, wenn ich sowas sehe, schaue ich mir immer ganz genau an, okay, ist das hier schon mal passiert? Wie schaut das Fractal aus? Ja? Mit den Fractal-Regeln ist das relativ einfach. Wir haben hier unser C, hier unser M und hier unser T. Ja? Und irgendwo hier ist unser Lower High. Ja? Weil hier hat M gestartet, hier hat M aufgehört. Hier war das Low, hier hat T gestartet und hier hat T beendet. Und nach T kommt unser V. Ja? Das war das Erste. Das Zweite, wir haben diesen Move schon gemacht. Weil wir haben hier unser T. Wir sind runtergefallen. Wir sind runtergefallen. Hier war unser Low. Sind hier raufgekommen, sind wieder runtergekommen. Ich meine, diesen ganz speziellen Move hatten wir nicht, aber das wäre dieser Move. Ja? Und sind nochmal raufgekommen, haben aber das T nicht gebrochen, ja? Haben das T nicht gebrochen und haben verficktes Knife runtergemacht mit einem Lower Low. Ja? Wenn man sich das genau anschaut, das hier ist höher als das. Also wenn man es ganz blöd sieht, sind wir jetzt gerade hier. Hier. Das hier wäre das hier. Das bedeutet auch, wenn sich dieses Fractal wiederholt, dann bekommen wir diese Kerze hier. Diese Kerze bringt euch aber in diese Range. Und dazu sei halt gesagt, 14 Cent. Ja. So, jetzt aber ganz ernsthaft geredet. Erstens, es gibt keine Optionen. Das ist nur ein Shareplay. Zweitens, das ist einfach nur ein YOLO-Play. Ja? Ich will nicht, dass irgendeiner von euch mit irgendeinem Geld, was er nicht braucht, also ich würde da, wenn überhaupt, nur Geld reinschmeißen, was ihr euch anzündet, um eine Zigarette anzuzünden. Auf gut blöd gesagt. Ja? Weil
Keiner sagt, dass dieses Ding einfach bankrott geht. Ja, sage ich nur. Auch hier, wir sind auf der Nasdaq, wir sind bei 14 Cent. Ja, unter 10 Cent fängt die 10-Cent-Regel an zu laufen. Ja, und das bedeutet 10 Trading-Tage unter 10 Cent und dieses Ding ist automatisch OTC. Sage ich nur, als Warnung. Das ist wirklich ein absolut risky Play. Aber, ich meine, also ich habe $100 drin. Ja, 500 Aktien. Ja, weil ganz ehrlich, sollten wir das wiederholen? I mean, ganz ehrlich, wäre saudumm. Und ich sage euch, die News werden eigentlich schon geschrieben, weil es wird gerade gewartet auf ein Buyout. Das schwebt gerade, ob es ja oder nein ist. Ja, nein bedeutet, es ist tot und weg. Ja bedeutet, diese Karte. Ja. Auch kurz ganz generell gesagt, ja. Man kann jede Aktie Fractal tracken, sage ich auch gleich dazu. Das bedeutet nicht, dass das Fractal jede Aktie saved. Das bedeutet nicht, dass nach jedem V ein Higher Low und es wieder raufgehen muss. Das Fractal zeigt uns nur den Weg. Der Weg kann für einige Aktien auch einfach bedeuten, nach unten Bankruptcy OTC. Ja. Das Fractal beschützt keine Aktie. Null. Es zeigt uns nur den Weg. Ja. Das hier kann super sein, ja, oder es geht einfach bankrott. Sage ich nur. Deswegen absolutes YOLO-Play. Vor allem, ganz ehrlich, es schaut scheiße aus. Also das hier schaut einfach scheiße aus. Aber vielleicht. Ja. Okay, dann schauen wir uns noch DGT an. Ja, DGT habe ich ja auch im Alarmvideo am Freitag gezeigt. Heute reden wir mal ganz schnell über alles, damit wir es auch wieder mal zusammen haben. DGT hat meiner Meinung nach in seiner IPO, das hier sollte das Higher Low gewesen sein. Man sieht es nicht genau, ja, weil war eine weird IPO. Und danach hatten wir einfach nur eine Candle raufwärts. Ja, keine Pullbacks. Kein A-Pullback, kein B-Pullback. Was wir dafür allerdings hatten, war ein schönes C. Ein massives Lower High. Ja, ein massives M. Und ein massives T. Ja. Somit, wenn das hier Allzeit Low war, also unser eindeutiges Haupt-V hier, dann fehlt uns jetzt zwar noch das Higher Low, über das reden wir gleich, ja, aber im Prinzip ist dann Fractal Nummer 1, das ist Fractal Nummer 1, fertig. Danach kommt A, B, C. Ja. Für die Regeln wäre unser A bei 56, unser B über 80 und dann nur noch Allzeit hoch oder nicht. Auch hier, wenn man sich anschaut, vor allem wenn man sich die IPO anschaut, aber auch wenn man sich M anschaut, auch wenn man sich T anschaut, gehe ich davon aus, dass wir A-Pullback und B-Pullback nicht sehen werden. Ja, die Möglichkeit besteht. Wann auch immer das High Low fertig ist, dass wir einfach gerade nach oben gehen. Warum auch immer. Was das Higher Low jetzt angeht. Wir sind jetzt gerade dabei, hier unten unser kleines Higher Low fertigzustellen. Dazu kommen wir gleich. Dieses kleine Higher Low wäre einfach nur von unserem T das Higher Low. Uns fehlt noch das Makro Higher Low. Das Makro Higher, das Higher Low zu diesem ganzen Ding. Das kann entweder das hier sein, also wo wir werden die MT-Linie nicht brechen, das bedeutet nicht über 20. Oder es ist einfach nur das Makro Higher Low von der Haupttrendlinie und das bedeutet, es würde so ausschauen. Nicht über 30. Ja? Und danach kommt das richtige Play. Oder, wenn wir was ganz Dummes machen, ist es nur dieses klitzekleine Higher Low hier und wir machen jetzt dann was Dummes. Kann ich nicht ausschließen. Ja? Bei der IPO konnte man es auch nicht ausschließen. Ja? Deswegen, bevor wir uns das kleine Micro Higher Low anschauen, kein Financial Advice. Ich gehe davon aus, dass bis spätestens September wir entweder das hier oder das hier fertig haben sollten.
oder vorher schon was extrem Dummes gemacht haben. Ja. Also für mich persönlich, ich habe 20er Contracts für September. Ja. Wenn wir was Dummeres machen oder wenn wir das Größere machen, noch besser, dann machen die Optionen mehr Geld. Ja, sage ich dazu. No financial advice. Für unser Micro-Halo hier. Naja, ich habe in den letzten Videos gezeigt, wir möchten dieses Halo hier abschließen. Ich habe auch super gesagt, das war unser M. Sieht man hier wunderschön, dass wir hier drunter und hier bouncen werden, dass das hier unser T wird und wir weiter runterknallen werden. Also DGT jetzt gerade läuft 1:1, wunderschön. Sache ist die, diesen Freitag, ich habe ja, wie ich das Video gemacht habe, am Freitag gesagt, uns fehlt noch ein ganz klein wenig, weil wir waren, glaube ich, hier. Ja. Uns fehlt noch ein ganz, ganz kleines Fusselchen, ja, weil hier ist unser V an der A und unsere 786 ist genau hier. Und naja, das war Freitag und wir sind gebounced. Ich glaube, da gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Ich meine, jetzt, um da jetzt nicht gleich am Montag nach oben zu schießen, ja, wir könnten jetzt noch, wenn wir wirklich Zeit verschwenden wollen, noch so ein kleines Micro-High-Low machen. Ja? Also wirklich Micro. Das Micro zu das High-Low zu dem kleinen Fuzzi-Ding hier. Ja? Dann würden wir sowas machen und dann, aber jo, das Ding schaut verflucht, verfuckt nochmal fertig aus. Für was Dummes. Und nur als kleines Beispiel, zu was man das hier vergleichen könnte, wäre zum Beispiel das hier. Ja? November 2025. Wir haben hier ein HLO gemacht. Wenn man es genau und ohrschlochmäßig nimmt, dann könnte man sogar sagen, das hier, wenn man das hier mit dem hier vergleicht, sieht man ziemlich viele Ähnlichkeiten. Ja? Danach hatten wir hier eben das sogenannte Micro-HLO. Ja? Dieses kleine Futzelchen hier wäre halt dann zum Beispiel das hier. Ja? Und in dem Moment, weil ihr müsst euch das vorstellen, ich habe das da damals gespielt. In dem Moment hier, wenn dieses Micro-Halo hier fertig war, ja, wir sind ja auf dem einstündigen Chart. In dem Moment, wo das fertig war, hat es plötzlich geheißen, DGT Merchant News. In dem Moment. Und boom. Ja, nur war das hier halt klein. Also wir reden hier wirklich von klein. Wir sind jetzt langsam dann am Ende. Also wir sind am Ende. Was auch immer die nächsten News sein werden. Ja. Who knows? Aber wie gesagt, also mir gehen langsam die Landmarks aus. Einzige Alternative, und wir sollten ja immer eine Alternative haben, warum auch immer, wenn wir 8:30 berühren oder brechen, ja, dann wird das halt wieder ein T werden. Ja, und wir gehen weiter runter. Und dann müssen wir wieder schauen, wo das wie kommt. Also wenn wir das berühren, ja, dann aussehen und warten. Aber derzeit schaut super aus. Und ein letztes noch, unser schlafender Riese, Neo. Und Neo ist für mich wirklich ein schlafender Riese. Ich weiß nicht, was für News es sein werden. Ja? Aber für mich ist es neben Riot zum Beispiel eins der besten Fractals, die ich habe. Und hier muss ich leider auch absolut zugeben, ich habe keine Alternative. Und ich hasse es. Aber fürs Market-Tracking, für Neo, ist von der IPO bis 2019 das unser HLO. Von 2019 bis April 2025 unser A. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg, unser Makro B zu machen. Ja? Der Peak von diesem Makro B muss über Allzeit hoch sein, also über 68. Jetzt kann man darüber streiten. Ja? Ein Kollege von mir, Brew, ja, ist der Meinung, nee, das hier ist HLO. Ja? Und das wird erst A. Ja? Wäre eine Alternative dazu. Wird aber nichts dran ändern, weil selbst auch wenn das hier A wäre, würden wir hier drüber gehen. Spielt also keine Rolle. Ja? Aber was dieses Play so verfickt interessant macht, ist,
dass wir gerade 1:1 2018 bis gerade 2020 wiederholen. Was meine ich damit? Das hier ist 1:1 zu dem hier. Und mit 1:1 meine ich diesmal wirklich 1:1. Und ich sage das nicht oft, weil wenn ihr euch an diesen Chart setzt, ja, braucht ihr nicht einmal meine Methode dafür. Ihr braucht es nicht dafür. Ja, das ist Fractal in Reinform. Weil ihr seht eindeutig, wir haben hier unser M, wir haben hier unser M. Wir fallen runter, wir machen hier sogar dieses kleine Blub, ja, das ist dieses kleine Blub, fallen runter zu unserem T, fallen runter zu unserem T, fallen runter zu unserem W, fallen runter zu unserem W. Gut, kann man auch sagen, jo, es fällt halt runter. Ja, ja. Aber wir kriegen nachher dann unser kleines High-Low hier. Selbe wie dieses kleine High-Low hier. Wir laufen rauf zur A. Wir laufen rauf zur A. Dieses A macht einen 618 Pullback und zwar fast perfekt. Ja. Genauso wie dieses A hier einen 168 Pullback macht. Perfekt. Ja. Danach machen wir hier ein kleines High-Low. Genauso wie wir hier ein kleines High-Low machen. Und dann laufen wir rauf. Ja. Für mein Tracking, und ich sage immer kein Financial Advice und ich könnte falsch liegen. Ja, ich glaube nur in dem Fall, ich sehe keine Chance falsch zu liegen. Und ich hasse das. Ja. In dem Fall wären wir jetzt gerade noch immer, also ich kann es noch immer nicht, also meiner Meinung nach sind wir jetzt gerade hier. Ja. Um ein bisschen konservativer zu sein, würde ich sagen, wir sind irgendwo in diesem Bereich. Aber das hier ist das, was uns halt bevorsteht. Ja. Für Zeit, weil das ist ja eigentlich immer das Wichtigste. Unser nächstes B, ja, und wir reden von diesem B hier. Ja. Dieses B ist halt dieses B hier. Es muss über M sein, genauso wie hier. Ja. Also ich gehe mindestens von 16 bis 21 aus. Ja, habe ich ja in den letzten Videos auch schon gesagt. Mein Ziel ist dafür noch immer maximal 26. Juni. Könnte mich irren. Ja? Aber ich bin noch immer der Meinung, dass dieser Move hier, warum auch immer, ich meine, wir haben jetzt dann, glaube ich, wann sind Earnings? Am 4. Juni sind Earnings, dass uns das, warum auch immer, hier hinaufschießt. Ja, was auch immer für News sind. Ja? Also entweder ihr spielt Aktien, dann habt ihr keinen Stress. Ja? Ob wir jetzt das Allzeithoch hier brechen, noch dieses Jahr, sehe ich eine gute Chance dazu. Aber zumindest dieses B sollten wir dieses Jahr noch bekommen. Ich sage nur eins dazu, und das ist jetzt kein Financial Advice. Die Juni-Aktien, nicht Aktien, Optionen für $15 sind, glaube ich, bei 1 Cent derzeit. Das ist halt nix. Wirklich nix. Wenn man es ein bisschen safer spielen will, dann schaut man sich Jänner 2027er Optionen an oder August-Aktien. Ja. Aber mein Ziel ist noch immer Juni. Ende auf Juni sollten wir zumindest schon in diesem Move hier sein. Ja. Ob wir das Top bekommen bis Ende Juni, aber ich meine, das hier ist verfickt nochmal vertikal. Somit macht's was draus. Aber das Ding schaut fantastisch aus. Ja. Ist ein Elektroautohersteller aus China. Ja, somit. Ich meine, ich finde, die Autos sind relativ geil. Also dieser kleine Roboter, der oben drauf steht, ist. Aber ich meine, das sind Fundamental-Sachen. Ja. Aber schauen wir mal. Also, das ist für mich ein verfickt schlafender Riese. Und das wäre eine echte Geldmaschine. Warum auch immer. Und dann hätte man halt diesen Pullback hier. Das wäre die Bestätigung, dass dieses Tracking wirklich 1:1 ist. Also wenn wir im Sommer hier rauflaufen
und diesen Pullback bekommen. Dazu sei auch eins gesagt, das ist kein Point 5 Pullback. Ja, also keine Ahnung, vielleicht fällt mir noch was ein, wie ich diesen Pullback hier irgendwie messen kann. Ja. Aber der Pullback ist die Bestätigung, dass wir den Rest hier auch machen. Und der Rest bedeutet, wir brechen Allzeithoch. Und das ist dann erst B. Ja. Also, oder A, welche Version man auch nimmt. Also in dem Fall, wo auch immer unser Peak ist, machen wir dann einen 0.5, 0.618 Pullback. Der könnte dann wahrscheinlich wieder länger dauern, das sage ich auch gleich dazu, weil das steht uns halt dann wieder bevor. Ja. Aber wen interessiert? Schauen wir mal. Schaut interessant. Auch dazu gesagt, NIO ist, glaube ich, nicht mit AMC. Nee. Nee, keine Verbindung mit AMC. Wo ist Mai 2024? Nein, nein. Also NIO macht auch sein eigenes Ding. Es schaut verdammt gut aus. Okay. Habe ich irgendwas vergessen heute? Ich hoffe nicht. Aber das Video ist halt auch schon 1 Stunde 30 Minuten. Okay. Ich hoffe, es war nicht zu confused heute. Wie immer, Erklärvideo für die Methode hier. Playlist da oben. Ich werde noch immer das Video verlinken mit allen Aktien, die wir haben drin, wenn es euch interessiert. Aber also für AMC und GME haben wir heute über alles geredet und über Beyond. Okay. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like geben. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es ein Abo. Und schauen wir mal, was am Montag passiert. Wird spannend. Wir sehen uns.